Hallo und willkommen zurück bei der Chef of Berger Challenge. In dieser Folge begrüßen wir die Gründerinnen dieses veganen Bananenbrots. Hi, wir sind Laura und Charlie und wir sind die Gründerin von Glow Kitchen und sind bekannt für das erste Bananenbrot im Supermarkt. Wir freuen uns total, bei der Chef of Berger Challenge dabei zu sein und sind gespannt, ob wir das hinbekommen. Wir backen heute Fuman Kuluche. Kuluche ist der Keks und Fuman ist die Stadt und daher ergibt sich der Name. Und die Kekse, also die sind vegan, was sehr zu uns passt, weil wir ja auch ein veganes Food-Startup haben. Und das ist ganz schön, weil die Füllung, die ist auch aus Walnüssen. Wir haben auch ein Bananenbrot mit Walnüssen, deswegen das hat uns sehr zugesagt. Unsere Spenden gehen an den gemeinnützigen Verein Lichtstrahl Uganda aus Münster. Und zwar arbeitet Lichtstrahl Uganda seit vielen Jahren in Gulu und hat dort ein Krisendorf errichtet. Es wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet mit einer Geburtenstation. Es gibt eine Vorschule, eine weiterführende Schule, ein Krankenhaus und vor allem auch Kinderkrisenhäuser, wo die Kinder aufwachsen und leben dürfen. Genau, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Da kommt ihr dann zu der Seite und könnt direkt dort spenden. Hi, wir sind Charlie und Laura von Glow Kitchen und wir backen heute Fuman Kuluche. Das sind vegane persische Kekse und Charlie sagt euch jetzt, was ihr da alles für Zutaten für braucht. Wir brauchen etwas Mehl, gemeine Walnüsse, schwarze Sesamsaat, etwas Rohrzucker und verschiedene Gewürze, unter anderem Zimt, Muskat, Kardamom, Vanillezucker und etwas Salz, etwas vegane Butter, Wasser und als ganz besondere spezielle Zutat aus der persischen Küche Safran. Ich fand das mit dem Safran total spannend, weil ich das immer nur so im Kopf hatte für herzhafte Gerichte, zum Beispiel irgendwie Safranreis oder so. Und beim Backen hatte ich so überhaupt keine Berührung damit bisher. Für den Teig braucht man 350 Gramm Mehl. Wir haben Weizenmehl benutzt und das siebt man in eine Schüssel und gibt eine Prise Salz dazu. Und in der Zwischenzeit löst man 200 Milliliter Wasser mit 2 Esslöffel Zucker auf. Und da muss man einfach immer mal wieder rühren. Das löst sich nicht sofort auf, sondern man braucht einen Moment. Man muss es dann kurz stehen lassen, nochmal rühren und das so 2-3 Mal machen, dann löst er sich aber ganz gut auf. Diese Zucker-Wasser-Mischung kommt jetzt in das Mehl mit dem Salz und rührt noch 2 Esslöffel Butter ein und knetet den Teig mit den Händen geschmeidig. Also man knetet den Teig dann wirklich nur hier so mit den Handballen und nicht mit den Fingern vorne und kann den Teig dann quasi immer so andrücken und ein bisschen durch die Schüssel schieben sozusagen nach hinten. Das klebt dann nicht zwischen den Fingern, wenn man nur mit den Handflächen so walzt. Was ich besonders cool fand, dass der Teig kein Backpulver oder Hefe beinhaltet, weil dadurch hat man keine langen Gehzeiten. So, jetzt haben wir den Teig fertig geknetet, der ist jetzt schön geschmeidig und jetzt decken wir den mit einem Tuch ab. Dafür könnt ihr einfach ein ganz normales Küchentuch nehmen. Dann lässt man den Teig ein bisschen ruhen, so 15 bis 20 Minuten. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil, zum Safran. Ich wusste vorher auch gar nicht, wie man den verarbeitet. Nee. Also fand ich jetzt auch ganz spannend zu erfahren. Und zwar es ist ganz wichtig, dass man den erstmal mahlt. Man kann das in einem Mörser machen. Wir machen das jetzt, weil wir keinen Mörser haben, in diesem Glas mit einem Holzlöffel. Und dafür nimmt man dann ungefähr eine Erbsengröße Safran. Dann versuchen wir das jetzt einfach mal mit dem Löffel so ein bisschen, dann kann man das so in die Ecke schieben und dann so ein bisschen wie mit so einem Mörser zerkleinern. Ja, ist ganz gut, vor allem wenn man hat ja nicht immer einen Mörser zu Hause. Genau, jetzt ist es wichtig, dass man den Safran einmal kalt macht, weil dann, wenn man dann heißes Wasser drauf macht, kommen die Aromen extra gut raus, weil die dann super gut extrahiert werden. Ja, wir haben die Walnüsse ja in einem Hochleistungsmixer vermahlen und da muss man aufpassen, dass man nicht Mehl daraus macht, sondern dass immer noch so kleine bis feste Stücke übrig bleiben, dann ist es perfekt. Und dann kommen da die Gewürze mit rein und auch noch die Butter. Ja, und das ist jetzt sehr matschig, pampig und klebrig. Deshalb kommt jetzt noch ein bisschen Mehl dazu. Ja. Und eine halbe Tasse Zucker, das ist nicht zu vergessen.
Wir haben bei dem Zucker einen Rohrzucker benutzt, weil der nochmal so ein bisschen vollmundiger schmeckt, so ein bisschen karamellig, das passt ganz gut. Der weiße Haushaltszucker, wie man ihn kennt, der hat nicht so diese feinen Geschmacksnoten. Also in dem Teig selber ist kaum Zucker, aber die Füllung hat natürlich Zucker und das ist auch wichtig, weil das diese bittere Note von der Walnuss ausbalanciert und vor allem wird durch die Hitze der Zucker flüssig und man hat so eine richtig saftige Füllung, die auch, wenn man dann reinbeißt, rausquillt. Das ist halt total lecker. Oh, riech mal. Boah, das riecht so gut. Lecker. Toll. Also die Kombi Nüsse, Zimt ist sowieso immer lecker. Und der Kardamom kommt auch so gut raus. Das ist so. Gönn dir mal so einen kleinen. Ist der noch? Der ist noch frei. Boah, das ist richtig lecker. Backen ohne mal zwischendurch zu probieren ist ja irgendwie auch ein bisschen spaßfrei, ne? Stimmt. Das ist auch das Schöne bei veganen Sachen, man kann einfach probieren, weil kein Ei drin ist. Wie sieht es aus mit unserem Safran? Können wir da jetzt mal schauen? Ja, also man sieht, die Farbe ist richtig rot geworden. Der Eiswürfel bleibt jetzt drin und jetzt schütten wir da heißes Wasser drauf. Wie viel Wasser soll ich? Ungefähr so, dass der Eiswürfel bedeckt ist, also ich würde sagen so 2 cm Höhe in dem Glas. Also es ist jetzt richtig heißes Wasser, ne? Und dann lösen sich quasi die Farbstoffe und die Aromen aus dem Safran richtig gut raus. Dann decken wir das Ganze jetzt nochmal ab mit einem Deckel und stellen das nochmal beiseite. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt können wir den Teig ausrollen. Dafür bemehlen wir ein bisschen die Arbeitsfläche. Ich habe jetzt das gleiche Mehl genommen, mit dem wir auch den Teig angerührt haben. Lüfte mal, ich bin gespannt. Ja, genau, dann könnt ihr euch den Teig wieder nehmen. Der ist jetzt richtig schön geschmeidig geworden, dadurch, dass er noch mal ein bisschen gezogen hat. Ja, so, du hast ihn schon geknetet, willst du ihn noch ausrollen? Na gut, überredet. Genau, ich würde jetzt einfach von innen so nach außen ein bisschen rollen, immer. Also immer so in der Mitte anfangen und dann nach hinten weg. Das ist am Anfang ein bisschen schwieriger, aber dann wird es einfacher. Und dann auch ruhig nochmal in die andere Richtung. Wie dick muss der denn überhaupt ausgerollt sein? Also wir haben gemerkt tatsächlich, dass die nach dem Backen so ein bisschen, nicht aufgerissen, aber die Füllung kam so ein bisschen raus, genau. Und da hätte man vielleicht den Teig ein bisschen dicker lassen können und auch größere Stücke ausstechen können. Also vielleicht sogar eine kleine Schüssel nehmen anstelle eines Glases oder eine große Form, die man hat. Und dann wird auf das ausgestochene Stück Teig ein bisschen von der Füllung gegeben, so eine Walnusskern große Menge. Und dann packt man so Paketchen daraus und verklebt die Enden wieder zusammen, dass man so ein Säckchen hat. Boah, ich freue mich so drauf, die sind so lecker. Ja, wenn die noch warm aus dem Ofen kommen, ist, glaube ich, keiner mehr sicher hier. Ja, vor allem, guck mal, ohne dich, Josef, wäre ich nie auf dieses Rezept gekommen. Ja. Weil also ich wäre nicht drauf gekommen, persische Kekse. Nee. Fuman Schokolade zu bugeln. Kulitsche. Es hat auch so ein bisschen was von so Teigtaschen machen. Ja. Das gut, das macht Spaß. Aber hier, hast du einen Igel in der Tasche oder warum so wenig? Okay, da kommt noch ein bisschen mehr drauf. Also wirklich. Und ich finde, was ich mir auch schön vorstelle, dass man das auch so mit der Family mal machen kann. Also es hat so ein bisschen so Weihnachtsplätzchen-Backen-Vibes, aber es muss halt kein Weihnachten sein. Ja, aber jeder hat so einen Job, den er machen kann. Das würde meinem kleinen Sohn, glaube ich, auch ziemlich viel Spaß machen, die Füllung da so reinzudrücken. Als wir die kleinen Säckchen geformt haben, haben wir auch nochmal jedes einzelne Säckchen in Mehl so ein bisschen gewälzt oder nochmal so ein bisschen bepudert, weil wenn man sie sonst platt drückt, kleben die dann. Und diese drückt man dann platt. Das haben wir jetzt in unserem Fall mit einer Burgerpresse gemacht. Man kann das aber auch mit einem Glas machen oder ja, je nachdem, was man da hat. Perfekt. Das ist genial. Ja, das lässt sich auch mega gut lösen. Also es fühlt sich so cool an, wie diese gefüllten Kekse auf der Hand. Also man kann sich schon vorstellen, wie lecker das später ist. Dann haben wir uns schon ans Spazieren gemacht. Ja, da mussten wir dann ein bisschen improvisieren. Wir haben geguckt, was wir da haben, um diese typische Form hinzubekommen und haben dann einen Aufsatz von einem Spritzbeutel genommen, also diese Tülle vorne, und haben quasi mit dieser größeren Seite, die den größeren Durchmesser hat, einmal in die Mitte so einen Kreis reingestanzt und dann mit der anderen Seite, wo die Sternentülle quasi ist, nochmal so einen kleinen Stern in die Mitte reingestanzt und dann haben wir einen Strohhalm genommen und dann haben wir außenrum quasi nochmal so kleine Kreise eingestanzt. Boah, krass.
Also unser Safranwasser hier ist auf jeden Fall schon Wow. heftig orange geworden. Sieht man das so? Ja, und am Ende haben wir das mit unserer Safranmischung bestrichen, damit man die schöne gelbe Bräunung bekommt beim Backen. Kann man auch mit Ei erreichen, aber wir haben ja vegan gebacken. Ich hoffe, es bleibt was übrig, dann kann man nämlich noch einen Tee daraus machen, aus dem Safran. Genau, und dann der letzte Step, einfach nur in den Ofen für 7 Minuten bei 200 Grad. Den Ofen auch ruhig frühzeitig vorheizen, also so, dass er dann richtig heiß ist. Und dann sind die Kekse nach 7 Minuten schon fertig. Und dann direkt mit einem Küchentuch abdecken, damit die in dem Dampf, in der Hitze noch so ein bisschen feucht bleiben können, weil die sonst sehr schnell aushärten. So, die Coulochés sind gleich fertig. Bevor wir aber die ausprobieren, lass uns unsere Gäste etwas näher kennenlernen. Wir sind ja 4 GründerInnen und das hat sich so ergeben, Marc und ich hatten auf der Wolbecker Straße in Münster ein Café und da haben wir Hannah und Laura kennengelernt, weil wir dort zusammen gearbeitet haben. Und in einer Schicht, als das Bananenbrot, also unser Dauerrenner, mal wieder ausverkauft war, haben wir gesagt, was machen die Leute eigentlich, wenn sie bei uns kein Bananenbrot mehr bekommen? Und dann war die Idee geboren, dass wir selber Bananenbrot für den Supermarkt entwickeln. Wir möchten das Backwarenregal in den Supermärkten revolutionieren, indem wir gesündere Kuchenalternativen anbieten mit dem Healthy Twist. Und der Healthy Twist geht bei uns immer einher mit so wenig Zucker wie möglich, der Verzicht auf gehaltloses Weißmehl und einfach Rezepturen, die trotzdem total lecker sind, Spaß machen, aber nachhaltig gedacht in Bio und vegan. Also wir haben natürlich auch einen Online-Shop. Wenn ihr jetzt heiß auf unser Bananenbrot seid, könnt ihr da auch einfach online bestellen, direkt vor die Haustür oder auch bei eurem Bioladen um die Ecke schauen oder auch Supermarkt Rewe, Edeka oder sonst irgendwas. Genau, dann könnt ihr das mal probieren. Wir haben 4 verschiedene Sorten, die sind alle super lecker und alle vegan. Ja, ich hau mal einen Rabattcode raus, Chef 10. Okay, Chef 10, kriegt ihr 10%. Ja. Also wir sind total begeistert, wir haben die Kekse verschlungen und wir sind auch ganz stolz, weil der Yusuf auch gesagt hat, sie schmecken wirklich wie das Original. Die Form und die Größe und die Verzierung sind natürlich noch ausbaufähig, aber wir haben alles gegeben. Ne? Ja, und er hätte sie wiedererkannt, wenn wir ihm nicht gesagt haben, dass es die Kekse wären. Das war für mich auch sehr, sehr gut. Ja, er hätte sie optisch erkannt und vom Geschmack war er sowieso sofort überzeugt. Ja. Also ich fand es richtig cool. Ich muss sagen, erst dachte ich mir so, ach, das kriegen wir schon hin. Und dabei habe ich dann so gemerkt, also als dann die Füllung so ein bisschen rausgekommen ist und so, dachte ich, krass, das ist schon auch irgendwie dann, man muss schon wissen, wie es funktioniert und es auch vielleicht mal gemacht haben oder mal üben. Ja, und ich habe so für mich mitgenommen, dass man viel zu selten mal in anderen Ländern und Küchen schaut, was es eigentlich noch so gibt als die herkömmlichen Sachen. Ja. Die werden ja jetzt alle vermischt. Wir backen heute Fuman Cucciole. Okay. Das ist so schwierig. Couloche. In dieser Folge begrüßen wir die Gründerinnen dieses Bagan. Wir backen heute Fuman Couloche und Fuman ist der Keks. Couloche ist aber Keks oder Gebäck? Couloche ist ja, genau. Ja, also.